Guten Abend zusammen. Es kommt das nächste Video. Ich konnte ein bisschen Material sammeln. Wenn man sich so langsam einlebt, ist es ja doch dann nicht mehr alles so aufregend, dass man nicht mehr alles filmt und von überall ein Foto macht. Wie ihr seht, sitze ich in einer Wohnung oder einem Raum, nicht mehr in einem Bus. Aber das habe ich ja schon etwas angekündigt. Okay, was folgt? Einmal fahren wir nach Piriápolis. Piriápolis ist eine Stunde von Punta del Este. Da gehen wir zu einer deutschen Baptistengemeinde, also einen Gottesdienst. Was habe ich noch? Das sind also wieder so kleine Ausschnitte von eben der Zeit, die ich jetzt gefilmt habe. Ich zeige einmal die Wohnung, dann erkläre ich auch ein bisschen, was gerade passiert ist oder was gerade passiert und läuft. Und ja, wer Interesse hat, viel Spaß. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Wir fahren gerade nach Piriápolis, um einen Kunden abzuholen. Und nebenbei fahren wir am größten Berg des Landes vorbei. Wie hoch ist der? 500 Meter? Nein, weniger. Also das ist, was Uruguay zu bieten hat. Wanderparadies. Ja, Wanderparadies. Kannst du Tage verbringen, um den Berg hier zu besteigen. Aber du darfst nicht hoch, wenn du nicht 1 Liter Wasser dabei hast. Wird das kontrolliert? Ja. Okay. Kinder unter 7 dürfen auch nicht hoch. Weil die könnten es nicht schaffen. Sicherheit wird hier ernst genommen. Ja. In Uruguay, auf dem höchsten Berg des Landes. Und jetzt eigentlich noch viel zu weit weg, das sieht man wahrscheinlich nicht. Hier oben steht ein Kreuz drauf, oder? Ja. Vielleicht 389 Meter. 389. Más alto de Uruguay. Aber wir fahren zu schnell, das siehst du nicht viel. Die Weinberge in Uruguay. Am höchsten Berg des Landes. Salud. Gracias. Entonces, ¿qué día es hoy? Domingo. ¿Y qué vamos a hacer? A iglesia. A la iglesia. Wir fahren in eine baptistische deutsche Kirchengemeinde. Es ist Sonntag, Ja. Sonntag früh und 8:30 Uhr. 8:30 Uhr. Wir nehmen noch 2 Kunden mit, die holen wir jetzt gleich einmal ab. Reductores de velocidad más adelante. Und dann gucken wir uns einmal den Gottesdienst an. Vorher werden wir noch geblitzt. Hoffentlich nicht. Wir hatten letzten Monat genug Strafen. Aber nicht wegen zu schnell fahren. Nicht wegen zu schnell fahren, genau. Also, ja. Dann, nach dem Gottesdienst hast du gesagt, gibt es auch leckeres Essen. Normalerweise. Und die kochen immer sehr gut. Kochen immer sehr gut. Gibt es immer Mittagstisch. Und ich glaube sogar ab 14 Uhr, also nach der Bibelstunde, glaube ich, gibt es auch noch Kaffee und Kuchen. Na, schauen wir mal, Aber ob wir das den werden noch wir- mitnehmen. Das wird wahrscheinlich Das zu werden spät. wir nicht mehr schaffen, weil wir haben ja noch Anschlusstermine. Genau. Und wir haben auch eine lange Fahrzeit. Wir sind jetzt von Punta del Este nach Piriápolis gefahren. Das ist knapp eine Stunde. Da holen wir die 2 Jungs jetzt ab. Und von Piriápolis nach Socker. An der Route 8. Route 8. Da fahren wir Oberhalb von Atlantida. 40 Minuten nochmal hin. 52. 52, also knapp 2 Stunden. Deswegen wird der Kaffee dann später wahrscheinlich ausfallen. So, wir schauen mal, ob wir in der Kirche was filmen können oder nicht. Können wir mal vor Ort fragen. Ansonsten werden wir weiteres berichten. Guten Morgen alle zusammen
vom anderen Ende der Welt des Kontinents. Es ist 8:30 Uhr. Und wir starten unseren Sonntag heute gleich mit einem Gottesdienst. Wir gehen zu einer baptistischen Gemeinde und schauen, was wir da erleben werden. So, der Gottesdienst ist jetzt beendet und jetzt gibt es ein gemeinsames Essen, was da hinten jetzt wahrscheinlich gedeckt wird oder da hinten stattfinden wird. Ich habe jetzt gefragt, ob ich filmen darf. Nee, das ist so die Küche. Hier bringt jeder ein bisschen was mit und dann wird zusammen gegessen. Da wird ein bisschen was vorbereitet. Da stehen die Töpfe. Das ist ein ganz großer Herd. Der Herd, damit auch alle gesättigt sind. Alles, was man braucht. So, hier wird dann nach dem Gottesdienst zusammen gegessen. Die Frauen decken gerade den Tisch. Hier spielen die Kinder im Hintergrund. Schwenkt mal ganz schnell durch. Großes Gelände. Volleyball kann man da auch spielen. Also die eine baptistische Gemeinde kennen, das ist eigentlich so im Grunde, was man auch in Deutschland hat. Im ersten Video habe ich mich nicht so korrekt ausgedrückt. Die wohnen hier alle drumherum. Dieses Grundstück gehört einer Familie. Das Gemeindehaus, wo wir gerade drin waren, das ist erstmal sporadisch, weil die Gemeinde wächst und wächst und die brauchen mehr Platz. Und da ist was in Planung und im Bau. Und dann werden die auch umziehen. Die haben auch eine eigene Schule von der Gemeinde aus für die Kinder. Ich habe mich gerade mit einem, ja, wie soll ich denn sagen, mit einer Dame unterhalten, kurz ein bisschen ausgefragt. Und sie sagte also, ja, die haben eine Schule, da sind ungefähr gerade 10 Kinder drauf. Aber einige Familien wohnen auch ein bisschen außerhalb und das ist dann auch zu weit und deren Kinder gehen natürlich dann auch auf eine öffentliche Schule vorerst, aber so Zukunftspläne sind auch, dass die Schule größer wird, weil die Gemeinde auch größer wird. Ja, so sieht das hier aus. Einige Familien sind tatsächlich auch aus Nordrhein-Westfalen. Der größte Teil von denen sind Deutschrussen, also Russlandsdeutsche. Die Gemeinde besteht seit 2017 oder 2018, haben die jetzt gesagt. Und tatsächlich ist hier auch Kalka bekannt, der Niederrhein. Da gibt es ja auch eine baptistische Gemeinde und
ich weiß nicht, einer der Prediger oder die heute eine Predigt gemacht haben. Wir haben uns davor kurz unterhalten. Da sagte auch, die haben der Kalkarer Gemeinde ein bisschen geholfen. Ich habe jetzt nicht genau gefragt, mit was. Aber dann wurde auch ganz schnell Kernwasser Wunderland hier zu einem Begriff. Das heißt, das kennt ihr auch. Und dann kam auch ein Mädchen angerannt und dann sagte die, ja, und da gibt es Eis umsonst oder so viel man essen kann, nicht umsonst. Also, da fliegt man 15.000 Kilometer auf einen anderen Kontinent und dann ist die Welt doch wieder so klein, dass man irgendwie sich kennt und voneinander gehört hat. Ja, jetzt wird die Glocke geläutet, jetzt wird es Essen geben und wir schauen mal, ob wir noch zum Essen bleiben oder weiterfahren. Wir haben eine 2-stündige Fahrt. Aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzungen, nicht aufgrund der Distanz. Und ja, dann machen wir jetzt mal ein Ende und schauen. Oder da wird gerade wieder gesungen, vielleicht nehme ich euch noch schnell mit. Das ist wahrscheinlich zum Essen, das Essensgebet, Essensgesang. Dann ist heute der letzte Sonntag, dann ist die Jugend dran und dann wird der Rest. Okay, Kinder? Also hier gibt es immer eine Essensreihenfolge. Zuerst kommen die Älteren, jetzt wird eben gebetet. Vater, wir danken dir für ein liebliches Wort, deinen Mund, dass wir leben dürfen, Herr. Diese geistliche Speise, Amen. Multilingual. Ja, also gerade wird gesagt, zuerst essen die, ich glaube, Ü60, danach folgen die Kinder. Aber das hatte auch irgendwie was mit dem letzten Sonntag im Monat zu tun. Es gibt hier eine Essensreihenfolge. Und ja, also wer eine christliche Gemeinde braucht in Uruguay, der ist hier willkommen. Alle sehr, sehr, sehr nett. Alles sehr herzlich. Wir wurden herzlich empfangen. So, und jetzt beende ich das Video. Das ist meine Aussicht. Und wir laufen jetzt einmal eben zur Wohnung. Kann ich euch mitnehmen? Ich weiß gar nicht, ob ich da rauskomme. Bin jetzt von da gekommen, bin gerade in der Stadt. Da ist ein Zaun, aber
4. Etage und wir haben 8 insgesamt. Hier, wer Spanisch lernen möchte. Und hier sind wir. Ist ein Nachbar dran. Und das war's. Und das ist die Wohnung. Einmal raus, einmal zu. Einfach nur aus Gewohnheit schon. Ja, Eingang, Ausgang, Eingangstür von der Wohnung. Ja, der Stil der Wohnung ist halt ein bisschen älter, aber wenn man so eine Aussicht hat, dann ist der Stil egal. Also Wohnzimmer mit einem Tisch, Esszimmer, Möbel, recht rustikal, alles gehalten. Wunderschöne Bilder. Klimaanlage. Ja, vielleicht was Interessantes. Doppelte Fenster. Also, erstes Fenster, Freiraum, zweites Fenster. Und tatsächlich hilft das gegen den Lärm. Wobei das, also Gott, ich kenne Barcelona Innenstadt. Ich habe in der Innenstadt in Barcelona gelebt. Das ist jetzt hier für mich kein Lärm. Die 5 Autos, die jetzt hier gerade rumfahren. Abends und nachts, wenn hier tatsächlich keine Autos sind, dann hört man das Meer rauschen. Das ist unbeschreiblich. Also das ist wirklich... Jetzt habe ich hier schon ein paar Nächte verbracht. Ich weiß gar nicht. Also die Wohnung ist nur temporär angemietet bis Ende November. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in einer anderen Wohnung ohne diese Aussicht lebensfähig sein werde. Ja, egal. Genug geschwafelt hier. Einmal die Wohnung. Also das ist so Esszimmer, Wohnzimmer. Dann gehen wir mal. Na, die wundervolle Deko ist hier ja auch mit inbegriffen in der Wohnung. Und naja, da ist noch ganz viel Platz, um diese wundervolle Deko verschwinden zu lassen. Gibt hier sogar einen Kassettenrekorder noch, also WLAN. So, das Badezimmer. Ganz ordentlich. Sieht gut aus. Das Bidet. Was? Also endlich jetzt ein Bidet, was ich mal verstehe. Es gibt ja, also die meisten oder eigentlich alle Bidets, die ich vorher kannte, da kam das Wasser hier raus. Da war der Wasserhahn und das war hier. Und dann dachte ich mir immer, wie soll das denn anatomisch funktionieren? Und hier, da, ein Springboden, da kommt das Wasser von unten. Was endlich Sinn macht bei der Nutzung eines Bidets. Ja. Mal das Bad. Ich habe hier Wäsche eingeweicht. Kommen wir gleich zu, warum. Dusche. Achso, das ist hier für die Füße. Hier kannst du deine Füße waschen. Das ist ganz praktisch eigentlich. Gerade vom Meer barfuß kommst. Also ist ein schönes Bad. Ist echt ein schönes Bad. Ein bisschen schwierig zu filmen. Also. Licht aus, Tür zu und dann hast du ja auch direkt einen Spiegel. Dann geht's ins Schlafzimmer. Großes Bett, großes Schlafzimmer. Das ist auch eine Klima drin, also im Wohnzimmer ist ja auch eine.
ist der Schrank. Wundervolle Gardinen. Aber gut, es ist wie es ist. Das ist so der Ausblick auf Fenster putzen. Geht halt keiner dran im 5. Stock auf der anderen Seite. Das ist halt, naja, das ist wie es ist. Das sind Rollos. Die kann man dann sehr gut halt nutzen, was man nutzen muss eigentlich, wenn man hier abends Licht hat und die netten Gardinen sind wahrscheinlich nicht blickdicht. Wie groß ist die Wohnung? Ich schätze 50 Quadratmeter, ich weiß es gar nicht. Das stand wahrscheinlich auch im Mietvertrag, aber jetzt kommen wir zum Schätzchen zum besten Raum. Also, ich spreche von den mediterranen, italienischen, spanischen DDR-Fliesenmuster. Hat seinen Charme halt. Kühlschrank, das ist die Dunstabzugshaube. Das ist, ich will mal hier einmal rein. So. Gasherd, Waschbecken, also mein Zeugs, was hier noch rumsteht. Schuhe gewaschen. Waschmaschine. Das ist so ein kleiner Waschraum. Das ist die Dunstabzugshaube. So, wenn man die anmacht, dann zieht's. Und das zieht dann hier hin. Aber gut, hier ist eine Tür und die kann man dann zumachen. Tja, und die tolle Waschmaschine, die wäscht nur kalt. Das ist jetzt mein größtes Problem gerade. Weil, ja, Kaltwäsche, Handtücher, Bettwäsche, das wasche ich hier schon gerne mal auf 60 Grad. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Also ich werde jetzt 7 Monate hier in der Wohnung bleiben. Mal gucken. Gasflasche. Der Herd läuft über das Gas. Wenn leer, dann muss ich den selbst wechseln. Dann muss ich noch schauen, wie ich das mache. Aber das lässt sich alles klären, alles rausfinden. Die Wohnung, ja, wie bin ich jetzt an die Wohnung gekommen? Also, die Wohnung war inseriert auf Facebook. Facebook Marketplace heißt das, das ist sowas wie eBay. Und wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mir die Wohnung zu nehmen? Und zwar, also, wir haben jetzt Anfang Mai und ich werde jetzt hier Vollzeit arbeiten. Also das, was ich das, was ich halt hier schon mache, das mache ich jetzt in Vollzeit. Und ich habe ja vorher mit meinen Chefs auf dem Gelände zusammengelebt. Und wir waren uns halt also beidseitig einig, dass wir uns räumlich trennen müssen. Es ist nichts vorgefallen, aber es ist halt, ja, mit seinen Chefs oder Angestellten auf einem Gelände leben, das ist halt, jeder hat nun mal sein Privatleben und beruflich und privat müssen wir trennen, auch wenn wir uns gut verstehen und wir verstehen uns gut. Ja, daher habe ich mich also nach 2 Monaten im Wohnwagen, was eine totale Erfahrung war, auch nicht negativ jetzt, aber jetzt ist nun mal die Zeit gekommen und das hat mit der Wohnung sofort geklappt. Also, wenn irgendwas sofort klappt, dann sollte das immer ein Zeichen sein, dass es Zeit ist und dass es so sein sollte.
Also nach 1,5 Wochen von der ersten Kontaktaufnahme zur Besichtigung zum Vertragsunterschreiben sind 1,5 Wochen vergangen und jetzt sitze ich hier. Die Wohnung war inseriert für $750 und wir oder Matthias, mein Chef, der hat mit denen nochmal verhandelt, weil das ging dann über die. Für 600. 600 ist die Miete. Wasser ist, warte mal. Ja, das Wasser. Das Wasser ist inklusive der 600 Euro. Strom muss ich halt zahlen, klar, Nebenkosten. Ja, und die Gasflasche dann halt. Aber das ist ja normal, sind ja Nebenkosten. Kaution haben wir hinterlegt, 3 Monatsmieten. Und ja, hier ist sogar eine Putzfrau mit drin in dem Service. Also das ist halt hier gang und gäbe, wenn du ein Apartment anmietest oder vielleicht sogar auch kaufst. In so einem Gebäude, das dann der Putzservice drin ist. Bei der ersten Besichtigung hat sie das auch gesagt und dann dachte ich mir so, naja, eine Putzfrau und dann ist hier eine Putzfrau drin und für mich ungewohnt, weil ich halt keine Putzfrauen, Putzmänner, Putzleute irgendwie beauftragt habe. Gestern, also am Samstag, es war viel los. Ich war viel unterwegs, auch gerade neu eingezogen und dann willst du noch dies machen und das machen und dies. Und dann klingelt es hier an der Tür und dann mache ich die Tür auf. Ich wusste auch gar nicht, wann sie kommt und an welchem Tag und ja, und im Kopf hatte ich noch so, okay, jetzt gehst du dahin, dann gehst du noch dahin und dann musst du hier noch einmal durchwischen, einmal Badezimmer putzen, weil, also wer putzt denn nicht sein Badezimmer, wenn er irgendwo neu einzieht, wenn es nicht gerade ein Neubau ist? So bin ich. Und dann, also war ich schon recht K.O. von dem Tag und dann dachte ich mir, oh, jetzt musst du noch putzen. Und abends haben wir noch diese Grillveranstaltung gehabt, die wir jeden Monat machen. Und dafür muss ich noch was vorbereiten und dann dachte ich mir, oh nein, wann soll ich denn das alles schaffen? Und dann hat es hier geklingelt und dann war die Putzfrau da und ich so, okay, komm. Jetzt ist es gar nicht so schlimm, wenn man nicht so eine Dienstleistung hat. Die hat hier einmal rumgewischt, die hat hier nochmal sauber gemacht und die hat mir bestimmt 1,5 Stunden Arbeit hat sie mir abgenommen, was ich dann an das investieren konnte. Also auch wenn am Anfang jetzt so Putzfrau und fremde Person in deiner Wohnung und dann bist du vielleicht auch nicht unbedingt da, weil sie hat auch gesagt, sie kommt auch rein, wenn keiner zu Hause ist, wenn das so abgemacht ist. Maria heißt sie. Ja, dann haben wir uns gestern noch ein bisschen unterhalten und dann sagte die zu mir, ja, ich komme dann jeden Tag. Und ich mir denke, du brauchst nicht jeden Tag kommen. Warum sollst du jeden Tag kommen? Ich bin hier alleine, ich ziehe meine Schuhe aus. Dann sagt sie, ja, dann wann soll ich denn kommen? Haben wir abgemacht, dass sie 2-mal die Woche kommt, einmal durchwischt, von 3 bis 4 kommt sie ungefähr. Und dann sagte sie, ich komme dann aber auch rein, wenn du die Tür nicht aufmachst, also wenn keiner zu Hause ist. Dann kurz überlegt und dachte mir, ja, sie wird schon wissen, was sie tut. Und tja, so hat sich die Meinung ganz schnell geändert von Putzfrau und okay, das spart mir doch Zeit, aber dann werde ich hier in diesen 7 Monaten verwöhnt und wenn ich dann wieder alleine lebe, dann egal. So. Ja, so ist das. Und wie gesagt, ich starte jetzt Vollzeit. Wer irgendwelche Infos braucht zur Einwanderung nach Uruguay, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich werde jetzt auch eine E-Mail im Konto hinterlegen und ja, aber auch so
könnt ihr dann auf die E-Mail schreiben, wenn jemand irgendwie Fragen hat zu dem Einwanderungsprozess. Wie gesagt, das unterstützen wir ja auch. Da gibt es mehrere Webseiten, zum Beispiel Auswandern Uruguay, raus aus der EU, Living in Uruguay, aber das ist mehr auf den eher englischsprachigen Raum bezogen. Da könnt ihr euch ein bisschen informieren, ansonsten könnt ihr auch mir schreiben. Und ich werde jetzt hier weiterhin meinen Ausblick genießen. Nee, ich werde jetzt zuerst meine Wäsche machen. Die eingekochte, eingelegte und jetzt als mit Kaltwasser. Oh, was mache ich denn jetzt? Mit das ist für mich schon blöd. Die Option ist halt eine Waschmaschine zu kaufen für $300 ungefähr und dann einmal austauschen, aber nach dem Auszug. Naja, wir schauen mal, was es gibt, was es wird. Aber es lässt sich für alles eine Lösung finden. Also Leute, das Wort zum Sonntag und habt noch einen schönen Tag.